Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield-Video. Vielen Dank, dass ihr einmal mehr mit am Start seid. Heute geht es einmal mehr um den aktuellen Ableger des Franchises, nämlich Battlefield 5, das alle PS Plus-Mitglieder gratis im Mai herunterladen können. Und ich weiß, dem einen oder anderen werden jetzt schon wieder die Finger ganz kribbelig, weil man reinschreiben will, Kack-Game und das fehlt und etc. brauche ich jetzt nicht wiederholen. Ich halte heute mal dagegen, breche eine Lanze für Battlefield 5 und sage euch, warum ihr es trotzdem spielen solltet und was euch in der ganzen Thematik erwarten wird. Fangen wir mal mit dem offensichtlichen Punkt an. Leute, das ist ein AAA-Titel, den ihr kostenlos herunterladen und im vollen Umfang, weil es keine DLCs, keine Bezahl-DLCs gibt, spielen könnt. Punkt 1, also was spricht dagegen? Punkt 2, das Spiel ist fertig und hat, zumindest für Neueinsteiger, ausreichend Content. Was meine ich damit? Ganz einfach, es ist fertig, weil kein neuer Content mehr erscheinen wird. Auch wenn jetzt natürlich die Liebhaber des WW2-Settings bzw. die Battlefield 5-Veteranen sagen, ja, es fehlt Normandie und es fehlt ein Russland-Feldzug und so weiter. Gebe ich euch ja recht, ja, meine Meinung. Aber jetzt reden wir mal von denen, die neu einsteigen wollen, die das Spiel vielleicht noch gar nicht oder nur ganz wenig gesehen bzw. selber ja gar nicht gezockt haben. Für die ist jede Menge Content in Form von Maps, in Form von Waffen, in Form von Fahrzeugen, in Form von Flugzeugen ausreichend vorhanden. Nächster Punkt, es gibt wirklich einen guten Mix aus eben den 4 unterschiedlichen Infanterieklassen, Fahr- und Flugzeugen. Auch wenn man natürlich sagen muss, okay, Balancing ist, ja, teilweise kann man drüber diskutieren, gebe ich euch recht. Und Flugzeuge und Panzer sind nicht mehr ganz so siegentscheidend, wie es vielleicht in anderen Teilen zuvor war. Also es passiert schon mal, dass entweder mit Panzern bzw. Flugzeugen, die machen so ihr eigenes Game und farmen ihre Kills, aber nichtsdestotrotz, auch mit einem ordentlich koordinierten Team kann man die natürlich auch strategisch nutzen, wenn man nicht ausschließlich nur Public und alleine spielt. Also lasst euch da nicht verwirren, awesome. Und natürlich schaut euch die Grafik an. Jetzt sagt mir mal ein Spiel mit der Grafik und der Dynamik in dem Setting, das besser ist. Vorschläge gerne in die Kommentare. Und was bekommt ihr denn jetzt überhaupt in dem Spiel im Detail? Also, beginnen werden wir auf jeden Fall mit dem Herzstück jedes Battlefield-Teils und das ist der Multiplayer, Leute. Hier könnt ihr zwischen den Hauptmodi strategischer und taktischer Eroberung wählen, wobei der Unterschied eigentlich nur in der Map Rotation liegt. Also strategische Eroberung ist meistens oder sind hauptsächlich die größeren Maps, die nochmal ein bisschen weitläufiger sind. In den taktischen Eroberungen, Conquest, sind auch ja ein bisschen infanterielastigere Maps auch inklusive. Ihr habt den Modus Vorposten mit dabei. Das ist ein Modus, in dem ihr Funktürme an speziellen Locations aufbaut und natürlich auch auf der Gegnerseite zerstören könnt. Ist ziemlich nice. Ihr habt den Pazifikkrieg aktuell mit dabei. Das ist eine Map Rotation aller Pazifikkarten. Also da ist Pazifiksturm mit dabei, Wake Island, der eine oder andere kennt es vielleicht noch aus anderen Teilen. Ihr habt Salomonen mit dabei und ihr habt Iwo Jima mit dabei in den Modi Eroberung und Durchbruch. Und ganz ehrlich, insbesondere Iwo Jima auf Durchbruch muss man mal selber mit erlebt und selber gezockt haben. Richtig nice, Leute. Dann habt ihr ganz generell den Durchbruch-Modus über alle Karten. Da geht es immer darum, ihr habt ein Verteidigerteam und ihr habt ein Team, das durchbrechen muss. Also die müssen parallel 2 bis 3 Ziele ungefähr einnehmen und dann wird der nächste Sektor freigeschalten, so lange bis man final die Map gewonnen hat. Ihr habt einen klassischen TDM, also Team Deathmatch mit dabei. Da gibt es natürlich die volle Infanterie-Action ohne Panzer, ohne Flugzeuge, ohne sonst irgendwas. Dann habt ihr noch die Grand Operations abschließend mit dabei. Die sind leider ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen gefloppt. Also es gibt nach wie vor Server. Ich finde die absolut nice, weil du hast einen Mix aus allen vorhandenen Spielmodi. Es ist immer eine 3-Tages-Mission.
beginnt mit Luftlandung, Ziele zerstören, ihr habt Rush- und Frontlinien mit dabei, ihr habt normalen Conquest-Modus mit dabei, also Eroberung, ihr habt Durchbruch mit dabei und am Ende gewinnt einer die große Schlacht. Also mir hat das immer richtig viel Laune gemacht, bisschen schade, dass das ansonsten in der Community nicht ganz so gut angekommen ist, aber anyway, das sind die Hauptmodi. Dann gehen wir über zum Battle Royale Modus Feuersturm. Zugegeben, der Modus ist relativ tot, trotzdem findet man mit etwas Geduld, so circa 3 bis 5 Minuten, auf jeden Fall noch Lobbys im Singleplayer-Squad-Modus, dauert glaube ich noch ein bisschen länger, aber nichtsdestotrotz könnt ihr auch Battle Royale spielen und ihr könnt euch einen Eindruck vermitteln, wie ein Battle Royale Modus im Battlefield-Style aussehen könnte, weil insbesondere Battlefield 6 wird ja aller Voraussicht nach auch wieder einen Battle Royale Modus bekommen. Weiter geht's mit Combined Arms. Das ist ein Modus, den könnt ihr entweder alleine oder mit euren Mates zocken. Da kämpft ihr ganz einfach gegen Bots, müsst einzelne Missionen erfüllen. Ist jetzt nicht sonderlich aufregend, nichtsdestotrotz ist es, denke ich, ein ganz netter Zeitvertreib und vor allem gut geeignet, um in das Game mal reinzukommen, um mit den Einstellungen klarzukommen, mit den Empfindlichkeiten etc. An der Stelle vielleicht ein Hinweis für euch, ich habe dann ein recht ausführliches Video dazu gemacht, alle Einstellungen für den Multiplayer, angefangen über Steuerung, Grafik, Audio, Video etc., alles was es da gibt, verlinke ich euch an der Stelle, schaut da gerne mit dabei, wenn ihr dazu was wissen wollt oder schreibt mir die entsprechenden Fragen in die Kommentare. Ihr habt natürlich zusätzlich auch noch im Battlefield einen Kampagnenmodus dabei. Das Ganze nennt sich Kriegsgeschichten, ist eine verkürzte Variante von Kampagnen. Ihr habt 4 Hauptkampagnen plus eine Einführungskampagne. Kann man machen, muss man nicht. Battlefield hat jetzt nie mit Singleplayer-Kampagnen unbedingt geglänzt, außer vielleicht Bad Company. Aber nichtsdestotrotz kann man auf jeden Fall mal anzocken und insbesondere die Kampagne Der letzte Tiger ist, denke ich, ganz interessant, weil sich ein erstes Team an eine Kampagne aus der deutschen Sicht eben gewagt hat. Und das kann man sich auf jeden Fall mal geben, ist meiner Meinung nach auch wirklich gut umgesetzt. Und mehr möchte ich an der Stelle aber auch nicht verraten. Probiert es doch einfach gerne selber einmal aus. Abschließend werfen wir noch mal einen Blick darauf, wie könnt ihr euch jetzt überhaupt ins Kampfgetümmel stürzen. Und zwar, ihr könnt zwischen 4 Fraktionen auswählen. Das ist einmal das Vereinigte Königreich, Deutschland, USA und Japan. Dann habt ihr, wie gesagt, infanterieseitig 4 Klassen zur Verfügung. Sturmsoldat, Sanitäter, Versorger und den Aufklärer bzw. Sniper. Ich werde jetzt nur ein paar Worte so grundsätzlich zu den Klassen sagen, weil alles andere würde vielleicht den Rahmen dieses Videos sprengen. Wenn euch das Ganze näher interessiert, dann packt mir auch das gerne in die Kommentare, dann kann ich nochmal dazu was machen, beziehungsweise euch vielleicht auch einen Tipp geben, wo ihr euch da näher nochmal dazu informieren könnt. Grob zusammengefasst habt ihr beim Sturmsoldaten voll- und halbautomatische Sturmgewehre, wie zum Beispiel ein STG 44 oder ein GW 43. Der Sanitäter arbeitet vorwiegend mit MPs, zum Beispiel eine Tommy Gun, eine MP40, eine Grease Gun, hat aber auch Medic Sniper Gewehre im Programm. Der Versorger glänzt mit allem, was viel Kugeln rausballert, LMGs, MMGs und Shotgun. Der Sniper ist mehr oder weniger mit den klassischen Bolt Action Rifles und Pistolenkarabiner und einigen Waffen, die ich jetzt an der Stelle gar nicht so nennen werde. Zusätzlich haben natürlich alle Klassen unterschiedliche Gadgets und auch Kampfrollen. Wie gesagt, da noch tiefer einzusteigen, würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Von daher, wenn es euch interessiert, lasst es mich gerne wissen. Und damit würde ich auch zur Zusammenfassung für heute kommen. Ich finde zumindest, es ist wirklich ein Hammer WW2-Shooter mit Top-Grafik und allem, was dazugehört. Klar, es hat contentseitig einiges vermissen lassen. Battlefield hat auch viele Fehler gemacht, die die Community verärgert hat. Trotzdem seht es aus Sicht eines Neueinsteigers. Da gibt es jede Menge zu entdecken, zu erleben. Only in Battlefield Moments. Das vielleicht das erste Mal durchzustehen. Also Leute, downloaden, loszocken und Spaß haben. Mehr gibt's von meiner Seite auch gar nicht dazu zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr seid jetzt in jedem Fall auch wieder auf dem aktuellen Stand. Wenn es euch gefallen hat, dann ballert doch mal ein dickes, fettes Like raus. Ich freue mich auch über jeden neuen Abonnenten.
Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Haltet die Ohren steif und bis dahin, euer A-Team.